Hallo, mein Name ist Daniel Goldmann, ich bin der Betriebsleiter der Firma Vitacorn. Wir bei der Firma Vitacorn sitzen in Pöttelsdorf im Burgenland an der Grenze zu Ungarn und arbeiten seit 1999 an der Produktion von 100%ig rein biologischen Futtermitteln und garantieren unseren Kunden seit jeher die Einhaltung sämtlicher nationaler sowie auch internationaler Richtlinien. Um das sicherzustellen, arbeiten wir mit akkreditierten Laboren zusammen und können seit jeher garantieren, dass in unseren Futtermitteln auch drin ist, was draufsteht. Der FloraPower Thermomajor hat uns damals überzeugt, weil er im Prinzip die zwei großen Verfahren, die zur Verfügung stehen, in sich vereint. Also wir haben alle Vorteile der hydrothermischen Behandlung und alle Vorteile der trockenen Hitze, aber wir haben einige der Nachteile ausgeschaltet. Wir haben keine Brandgefahr, wir arbeiten sehr nachhaltig, weil wir nur so viel Hitze hinzufügen, wie tatsächlich nötig ist. Man kann sich darauf verlassen, dass das Ergebnis gleichbleibend gut ist. Damals war man auch noch gar nicht ganz so weit mit den Anforderungen, die man an die Produkte, die wir nachher haben wollen, hat. Also das in den letzten Jahren hat sich das entwickelt, dass man sagt, okay, wir müssen darauf achten, wir müssen darauf achten. Wir können erst seit einiger Zeit diese Werte gut analysieren. Wir sind noch gar nicht beim reaktiven Lysin angekommen. Also an verschiedenen Stellen wird es noch als Zauberei benannt. Aber gerade die Gruppe um den Herrn Kühnel rum haben sich halt lange schon vorher damit beschäftigt und haben eigentlich ein Verfahren entwickelt, was so nicht zu haben war sonst. Und das hat uns einfach überzeugt und nach wie vor funktioniert das System tadellos. Natürlich hat man immer wieder mal irgendein kleines Problemchen, aber das bleibt ja auch bei anderen Verfahren nicht aus, ne? Der FloraPower Thermomajor ist so konzipiert, dass im Prinzip nichts passieren kann. Es sind nirgendwo offene Flammen unterwegs, es ist eine elektrische Aufheizung. Und es gibt genug Sicherheitsmechanismen, dass falls irgendwo eine Temperatur zu hoch wird und man in die Gefahr geraten sollte, dass irgendwas anfängt zu brennen, da ist der schon lange aus. Bei der trockenen Hitze muss man mit sehr viel Hitze arbeiten und verliert natürlich sehr viel Energie. Und bei der hydrothermischen Behandlung muss man sowohl Dampf bereitstellen als auch einen Trocknungsprozess im Nachhinein durchführen, den man beim Thermomajor nicht hat. Man fährt mit einer Anfangsfeuchte rein und kommt mit einer definierten, lagerfähigen Endfeuchte raus und spart sich einen ganzen Arbeitsschritt. Es darf in erster Linie nicht dazu kommen, dass gewisse Parameter überschritten, aber auch nicht gewisse Parameter unterschritten werden. Wir haben zum einen die TIA, den Trypsin-Inhibitor, den müssen wir sicher und nachhaltig abbauen. Das passiert, indem die Sojabohne erhitzt wird. Problem ist, dass sich dabei auch gleichzeitig die Verfügbarkeit von Protein abbaut und man hat halt einen Zielkonflikt quasi, den man versucht, möglichst nicht übers Ziel hinaus schießen zu lassen. Der Thermomajor ist insofern dafür ganz gut geeignet, weil er ein sehr schonendes Verfahren ist. Die Bohne wird langsam erhitzt und nur in dem Maße, wie wir es benötigen. Also wir arbeiten nicht mit übermäßig hohen Temperaturen und dadurch haben wir feststellen können, dass eben die Gefahr der Überbehandlung nicht so groß ist. Bei der Überbehandlung kommt es ja in der Regel dazu, dass die Proteine so sehr denaturieren, dass sie nicht mehr verdaut werden können. Ja? Deswegen schauen wir uns das genau an und da ist der Thermomajor ganz vorne dabei. Normale Verfahren sind da weit von entfernt von diesem Verhältnis. Für uns als Futtermittelhersteller ist das Wichtigste, dass das Futter passt. Und seitdem wir den Thermomajor haben, in 5 Jahren, haben wir durchwegs positive Erfahrungen damit gemacht.